Morgen! Hey! Hey! Morgen! Mein Chef gerade. Was macht der schon wieder? Achso. Schickt schon wieder News. Wir sind auf dem Weg zu unserer vorerst letzten Station. Erstmal. Dann bleiben wir wirklich mal ein paar Tage da. Wir sind ja jetzt komplett durchs Land gereist. Jetzt sind wir auf dem Weg nach LA von San Francisco. Gehen zu unserem oder checken in unserem Airbnb ein. Da bleiben wir so lange, bis es dann nach Vegas geht für die SEMA. Und wir machen Party. Wir fahren zur Rotiform Party. Wir wissen nur, dass es eine Rotiform Party gibt, aber was genau passieren wird, wie es da aussehen wird oder was auch immer, wissen wir nicht. Ich habe nur gehört, es soll Geschenke geben. Dann würde ich sagen, wenn es dann wieder schön wird, schalten wir euch dazu und dann sehen wir uns spätestens in LA. Hollywood Baby. Let's go. Wir sind angekommen in Beverly Hills. 90210. LA, unser Domizil. Ne, das zeige ich jetzt nicht. Nein. Doch. Kevin ist ein Fuchs. Alles mit Code. Ja, mit Kacke. So. Ha, hier ist mit eigenem Bad, das ist unser Kevin. Das nehmen wir. Das ist safe. Oder? Ja. So, das ist gleich meine erste Amtshandlung. Mal direkt die Gardine aufgemacht, schon auseinandergefallen. Tja, Qualität. Let's go to the mall. The mall sucks. Let's go to the Rotiform Party. So, ich bräuchte jetzt einmal kurz vernünftige Informationen. Wir sind angekommen Ja, Party-Mode immer noch. Danke. Nein, wir sind jetzt angekommen in Beverly Hills 317 und wir nehmen uns jetzt ein Uber. Kimberly. Kimberly. Oh, Kann man hier? Kimberly holt uns ab. Geil. Right here. So, heute ist Rotiform Party. Wir werden auch ein paar Autos vorgestellt, die auf der SEMA dann stehen werden. Die anderen kommen auch nach, glaube ich, oder? Ja. Kommen die nach? Die landen um 9. Um 9 landen Am die, Lachs. kommen dann direkt dorthin. Und dann ist Andrea, René, Alex Und eventuell Uwe vielleicht auch dabei. Man weiß es nicht genau. Gleich kommt unser Lift, unser Lift. Und dann sehen wir uns gleich bei Rotiform wieder. It was actually Jason contacted him about doing some artwork for a skateboard or a t-shirt, and then we had a meeting and I guess it was true love. Yeah, I think the idea for me is that when I see a company like Rotiform that has done so much influential stuff in the past, for me to just be another minute element of their history of just doing a t-shirt and a skateboard, I was like, I don't want to work with you on something small, I want to work with you on something big. So let's try and make that happen. And and I think it was just that initial meeting was like everything clicked and it was like people were just like, cool, I'm on board, like this is super fun. Rather than, everyone is making little things, trinkets. And we made a bunch of trinkets for this. But ultimately the idea was, let's get people together, let's have some fun, let's do something that not everyone's seen before. And that's where the magic happens, I think. Yeah, our big draw to Nico was that all of his art makes a statement, and this statement is the art. It's not about like some grandiose, over-the-top design. And like when we looked at the real appeal to Jason painting his car, having it painted by Nico, was that everybody else is doing this, not permanent wrap and just like over the top, as wild as you can get it. And then after 2 weeks on the, 2 days on the internet, it's old news and they're rewrapping their car something else. Something with this, we had a real opportunity to make a statement, and the whole idea came together with this party and try to do something cool before SEMA and try to set the tone for SEMA. So, ihr habt gerade den Nico kennengelernt. Nico ist derjenige, der das Ganze hier designt, beziehungsweise auch das Auto da draußen designt hat. Und vielleicht kennt man das. Das ist eine Show in Long Beach. Luftgekühlt heißt das Ganze. Und dafür hat er immer die Plakate bzw. das offizielle Poster designt.
Und also er ist richtig verbunden mit der automotiven Szene. Deswegen hat es auch Sinn gemacht, dass die was zusammen mit Rotiform gemacht haben. Und ich finde die Bilder einfach so wahnsinnig cool, weil da sind immer sehr viele optische Effekte drin. Ich weiß nicht, ob du das mal filmen kannst, aber aus der richtigen Perspektive. Das ist total eine richtige optische Täuschung und alles sowas. Auch hier. Und das ist auch das Thema. Things won't change until we do. Da geht es einfach darum, dass einfach in der Autoszene gerade ein paar Sachen falsch laufen. Das hat er auch erklärt. Und das ist eigentlich so der Aufhänger von der ganzen Geschichte. Und deswegen wurde das Auto auch gebaut. What do you want to know? 1980, Scirocco S. Started out as a street car, owned by a guy that had a little tuning firm here in SoCal called Parts for VWs. He had it for like 15 years, turned it into a race car. I bought it from him as a race car, narrow body, and then I did the fenders and went crazy on the motor. Sweet! So it's not looking like a race car, it is a race car. It is a race car, yeah. It's all aluminum block, 2-liter, 8-valve motor, originally from a US F3 car that I transplanted into the aluminum block. We had to cut the manifold to lay it down to fit under the hood. We took the dry sump off and put a wet sump on it, and rebuilt the whole thing with 14-to-1 compression pistons, and it makes like 200 at the wheels, weighs 1,700 pounds. The fenders are like for really cup car? Yeah, it's a bird cup kit. It's kind of a riff on the old Zender kit. And you talk about the wheels? Yeah, these are new BUCM 2-piece forged wheels, 15 by 9, ET 13, negative 13, I think, if I remember right. H&R Bird Cup spec adjustable suspension, got an ATL fuel cell, it's run on a Life Racing ECU, Sparco seats. Well done. Fun little car. I've owned it for about 8 years now. The car was black originally. The paint job takes over the top. Did you ever drove it on a real racetrack? Not yet. But it's ready. so come to Germany to the Nürburgring. I was going to bring it to Werthersee one year. Oh, please, yes. That'd be cool. Thank you. Thank you. Was gibt's hier? Bremen nimmt den Schwein Hotdog. und Okay. ja, aber welchen? Oh, Bremi. Junge. Nein. I take Frank Dog. Frank dog? Not dog. Frank Dog. So what do we want? Frank Dog. Frank Dog. Frank dog? Frank dog? Ja. Guck mal, was hier ist. Sour? Oh no. Sauerkraut. Das heißt ja auch richtig so. Ja, eben. Da ist es. Okay, zeig mal das. Glasierte Zwiebeln auf einer schönen, normalen Hotdog-Wurst mit einem Brötchen. Ohne alles bis jetzt. Aber ich glaube, ich mache noch Sauerkraut drauf und Ketchup und Senf. Und dann ist er, glaube ich, perfekt. Okay, soll ich dich mal begleiten, wenn du den belegst? What are you doing? You can't put sauerkraut on it. Kannst mich beim Belegen begleiten. Okay, dann los. Dann mache ich erstmal hier, weil Clemens ist ja gerade beschäftigt. Wir machen erstmal ein bisschen Senf hier drauf. They're getting too fancy with it. Senf ist gut, komm, Senf macht drauf. Senf. Oh, ich mache so schöne, dünne Streifen. Schön. Das ist voll falsch. Kommt alles ganz am Schluss. Was hier? Einer sieht schon so aus. Nee. Du warst ja. So, jetzt ist die Frage an euch. Wie belegt man den Hotdog richtig? Was kommt da überhaupt richtig drauf? Erst die Toppings und dann die Soßen. Das ist ja davon mal abgesehen, aber was kommt wirklich da drauf? Ist erst Soße, dann Toppings oder ist erst Toppings und dann Soße? Ich mache immer am Ende erst die Toppings, weil die fallen ja sonst. Naja, obwohl. Ich weiß nicht so genau. Nein, die Soßen versiegeln die Toppings. Ja, oder die Toppings halten an den Soßen. Man kann es ja so oder so Ja, sagen. das ist eigentlich scheißegal. Das ist, glaube ich, der beste Hotdog, den ich je gegessen habe. Clemens, Ohne Scheiß. Hotdog-Bewertung? American Style ist gut. Da gab es wenigstens Toppings. Da gab es Pickles, da gab es Sauerkraut, da gab es Onions. Onions frittiert, unfrittiert. Vor allen Dingen alles frisch. Die Zwiebeln waren glasiert oder halt irgendwie angebraten oder halt roh und nicht irgendwie trocken. Also schon ziemlich geil. Ich darf mir jetzt meinen schmecken.